Wer hätte das jemals gedacht? Aber heute hagelt es richtig Kritik für Rolex. Ich verrate dir 7 Gründe, warum du dir keine Rolex kaufen sollst. Und in diesem Sinne herzlich willkommen hier bei MoWatch. Mein Name ist Peter und ich würde sagen, los geht's. Ja, bevor wir jetzt gleich hier starten, möchte ich betonen, dass dieses Video kein Rolex-Hater-Video werden soll. Ich bin selber großer Fan der Marke Rolex und besitze auch eine Rolex in meiner Sammlung. Dennoch gibt es gute Gründe, die gegen Rolex sprechen, die mir bei Rolex gar nicht gefallen, und ich denke, man sollte auch diese Punkte mal erwähnen, und deshalb würde ich sagen, lass uns starten bei Grund 1. Und zwar ist der erste Grund, warum du dir überlegen sollst, eine Rolex zu kaufen, die Verfügbarkeit. Ja, wenn du dir heute überlegst, dass du gerne eine Rolex hättest und du sie gerne morgen schon tragen würdest, dann muss ich dich leider enttäuschen. Bei Rolex ist es so, da musst du erstmal einen Konzessionär finden, dem musst du fast schon die Füße lecken, damit der dich irgendwann auf irgendeine Liste setzt und du die Uhr dann 2 Jahre später an deinem Handgelenk tragen darfst. Bei anderen Marken ist das ganz anders. Zum Beispiel habe ich mir vor kurzem eine Baume Mercier Riviera 300 zugelegt. Ich habe die Uhr online bestellt auf der Händlerseite und schon nach 2 Tagen war die Uhr an meinem Handgelenk. Das macht Spaß, das macht Freude. Bei Rolex ist das leider ganz anders. Übrigens, wenn du das Review zu hier gezeigten Baume Mercier Riviera nicht verpassen willst, dann lass uns jetzt dein Abo da. Das Review zur Uhr wird bald schon online gehen. Kommen wir nun zu Grund 2. Der zweite Grund ist der Grund, der mich bei Rolex am meisten stört. Und zwar hat man keine Sicht auf das Uhrwerk. Rolex verbaut extrem hochwertige und meiner Meinung nach auch schöne Uhrwerke, aber Rolex versteckt diese unter einem Metallboden. Ja, ich weiß, mittlerweile gibt es die Daytona in Weißgold und in Platin mit einem Glasboden. Diese Modelle fangen aber bei 50.000 Euro an und alle anderen Modelle haben keinen Sichtboden. Das machen andere Hersteller ganz anders, beispielsweise hier die gezeigte Baume Mercier Riviera. Mit einer Gangreserve von 120 Stunden kann man das Uhrwerk durch ein Saphirglas bewundern. Und wenn du dir überlegst, eine Rolex zu kaufen und du gerne ein Uhrwerk bei der Arbeit zusehen möchtest, dann bist du bei Rolex falsch. Ja, lass uns bei Grund 3 weitermachen, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das bei Rolex zum Teil meiner Meinung nach einfach nicht stimmt. Du zahlst sehr, sehr viel Geld für relativ wenig Uhr. Lass mich das in einem Beispiel erklären mit der Rolex Submariner Date. Hier zahlst du Liste 10.200 Euro, und mal abgesehen, dass sie am Graumarkt noch deutlich teurer ist, bekommst du hier eine schlichte Diver-Uhr mit 300 Meter Wasserdichtigkeit, einer Datumsanzeige und 70 Stunden Gangreserve. Bei anderen Herstellern zahlst du hier nicht einmal die Hälfte. Beispiel wieder meine Riviera von Baume Mercier, die kostet nicht einmal 4.000 Euro und du bekommst hier ein Manufakturwerk mit 120 Stunden Gangreserve. Ebenfalls ist diese Marke eine Schweizer Uhrenmarke und der Diver ist auch 300 Meter wasserdicht, hat eine Datumsanzeige und sogar einen Glasboden, wodurch du das Werk bestaunen kannst. Nicht falsch verstehen, die Uhren von Rolex sind absolute Spitzenklasse. Jedoch zahlst du einfach bei Rolex sehr, sehr viel Geld für den Namen. Wenn du also nicht bereit bist, so viel Geld für eine Marke auf den Tisch zu legen, dann kauf dir keine Rolex und schau dich nach anderen Marken um. Hat dir das Video bis hierhin gefallen, dann gib uns gerne dein Like und verrate mir jetzt auch in den Kommentaren, ob du auch findest, dass andere Marken ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten als Rolex. Auch Grund 4 spricht nicht gerade für Rolex. Und zwar rede ich hier von der Box. Sorry Rolex, aber für so viel Geld bekommt man hier einfach nichts. Die Box ist einfach nur langweilig, sie hat eine grüne Kunststoffummantelung, das meiner Meinung nach nicht mal besonders schön ist. Und ja, das war es eigentlich schon. Für so eine hochwertige, teure Uhr geht das meiner Meinung nach deutlich besser. Andere Hersteller machen es vor, zum Beispiel Omega. Hier bekommt man teilweise sogar zusätzliche Armbänder und eine Uhrenlupe, und Uhrenrollen sind auch oftmals enthalten für Reisen. Das geht also deutlich besser. Wegen der Box solltest du dir also keine Rolex kaufen.
Der 5. Grund ist, warum du dir keine Rolex kaufen sollst, das Kauferlebnis. Ja, das Kauferlebnis ist bei Rolex milde ausgedrückt eine Katastrophe. Ich war schon bei einigen Rolex-Konzessionären und was man dort so erlebt, das ist schon teilweise sehr deprimierend. Einmal ging ich an einen Laden rein, der Türsteher schaute mich schon komisch an und die Dame begrüßte mich nicht besonders höflich. Ich wollte mit ihr ein freundliches Gespräch beginnen und nach einer Weile fragte ich, ob ich ein Rolex-Modell ansehen könnte. Sie meinte dann nur, nein, wir haben absolut nichts hier von Rolex. Ich dachte mir so, okay, und ich fragte, könnte ich vielleicht auf eine Warteliste kommen? Sie meinte dann nur, nein, alle Wartelisten sind geschlossen. Ja, dann stand ich da, es war für ein paar Sekunden Stille. Ich fragte mich so, was mache ich hier drinnen eigentlich, fühlte mich völlig fehl am Platz, ging wieder raus, verabschiedete mich höflich und war danach einfach nur deprimiert. Ja, solche Kauferlebnisse bei einer Marke wie Rolex, das ist nicht schön. Wenn du dir hier viel für dein Geld erwartest, dann bist du bei Rolex falsch. Du kannst bei Grauhändlern kaufen, die sind viel teurer. Ja, insgesamt ist das Kauferlebnis bei Rolex nicht gut. Dieser Punkt spricht also deutlich gegen eine Rolex. Lass uns weitermachen bei Grund 6. Der 6. Grund, der gegen Rolex spricht, ist das Armband. Und nein, ich spreche hier nicht von der Qualität, denn ohne Zweifel liefert Rolex eine der besten Armbänder, die es überhaupt auf dem Markt zu kaufen gibt. Ich spreche hier vom Bandwechselsystem. Rolex ist leider hier sehr unflexibel, denn immer wenn man das Armband wechseln möchte, braucht man ein Werkzeug. Ein Schnellbandwechselsystem, wie es andere Hersteller liefern, gibt es bei Rolex nicht und das ist sehr schade, denn ich bin zum Beispiel jemand, der gerne und häufig sein Armband wechselt. Im Sommer trage ich gerne Kautschukarmbänder, bei einem schönen Abend trage ich auch gerne mal ein Edelstahlarmband und diese Flexibilität hat man bei Rolex einfach nicht. Wenn du also jemand bist, der auch gerne und häufig sein Armband wechselt, dann musst du bei Rolex entweder immer ein Werkzeug parat haben oder Rolex ist einfach die falsche Marke für dich und du hältst Ausschau nach einer Uhr mit Schnellbandwechselsystem. Und zum Schluss noch der 7. Grund. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, kauf dir keine Rolex, wenn du glaubst, dass es ein gutes Investment ist. Eine Luxusuhr ist einfach grundsätzlich kein gutes Investment. Da gibt es einfach deutlich bessere Optionen und ich finde es auch extrem schade, wenn man sich eine Rolex kauft und diese dann in den Safe legt und sie nie trägt. Mir ist schon bewusst, wenn man sie trägt und sie hat Kratzer, dass sie dann automatisch weniger wert ist. Sie gilt dann nicht mehr als neu und grundsätzlich ist es immer sehr schwierig als Privatperson eine Luxusuhr auf dem Markt zu verkaufen. Im besten Fall bekommst du also dein Geld zurück. Die allermeisten Menschen werden aber keine großen Gewinne damit machen. Kauf dir also keine Rolex, wenn du nur mit dem Investmentgedanken an die Sache gehst. Kauf sie dir, weil sie dir gefällt und weil du sie gerne an deinem Handgelenk trägst. Dann wirst du auch lange Freude damit haben. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und zugegeben, es war nicht einfach, 7 Punkte zu finden, die gegen eine Rolex sprechen. Ich persönlich bin, wie gesagt, großer Fan der Marke, aber es gibt auch Punkte, die man bei Rolex verbessern könnte und auch mal erwähnen kann. Und natürlich darfst du auch nicht vergessen, das ganze Video beruht auf meiner persönlichen Meinung und meinen subjektiven Erfahrungen und Empfindungen. Wenn du das Ganze anders siehst oder auch meiner Meinung bist, dann schreibe jetzt gerne einen Kommentar, gib uns dein Like und Abo natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.